Und damit herzlich willkommen zu Game Nummer 1 zwischen Mojai und HSR. Mojai spielt mit folgender Schiffsaufstellung mit einer Ohio, Schlieffen, Salem, Doppel Moskwa, Napoli, Daring und Doppel Gdansk. Auf der anderen Seite bei HSR haben wir Kremlin, Schlieffen, Doppel Moskwa, einer Minotaur, Doppel Napoli, Haragumo und Delny. Ich würde sagen, wir springen hier mal rüber zu dem Team von HSR und schauen uns das Positioning mal an. Wir haben die Moskwa, die ich vermute mal, die wird sich hier irgendwo positionieren. Napoli auf die Flanke raus. Hier Smoke Train. Also es sieht für mich so aus, als versucht HSR hier einen Push über die B-C-Seite. Delny in die Mitte, vielleicht für einen Early Cap. Haragumo Smoke Train mit der Mino zusammen. Napoli wird wahrscheinlich die Flanke ganz außen noch bespielen. Moskwa hier eng an die Insel und Schlieffen hier im inneren Bereich. Ich denke, dass die Kremlin vielleicht auch hier ranfährt, um vielleicht auf der anderen Seite noch Feuersupport zu geben. Also HSR lässt auf jeden Fall das A-Cap sehr, sehr offen. Mal schauen, ob Mojai das früh erkennt und dann daraus was rausziehen kann. Auf der anderen Seite bei Mojai haben wir Gdansk, die rüberschiebt, alleine mit Napoli, Ohio. Ich denke mal, Salem wird hier innen irgendwo spielen, um da gleich Druck zu machen mit dem Sima-Radar, vielleicht auch hier was zu kriegen. Wir haben die Schlieffen, die sich auch hier innen positioniert. Die wird die andere Schlieffen ein bisschen spiegeln hier. Dann Moskwa hier an der Insel. Also wie ich auch schon vorhin gesagt habe, höchstwahrscheinlich vom Positioning. Wir haben Gdansk außen. Gut, Daring wird, so wie es aussieht, auch mit zu C fahren. Und ja, wir haben hier noch das B-Cap, das wahrscheinlich erstmal relativ offen gelassen wird. Und Moskwa, okay, sieht so, die andere Moskwa sieht so aus, als würde sie sich hier außen hinstellen. Bin ich ja mal gespannt. Also eine Moskwa ist halt ein Ziel, was sehr leicht gespottet werden kann, wo man tatsächlich ein bisschen Probleme haben kann, was Farm angeht auf einen. Aber gut, wir sind noch ein bisschen in der Positionierungsphase und da wird es natürlich interessant sein, wer sich als erstes trifft, wer als erstes Spotting bekommt. Ich vermute mal, die Gdansk wird hier das A-Cap for free bekommen. Die Napoli ist zum einen zu weit weg und zum anderen kann er sie rechtzeitig spotten, schickt schon mal seine Torps los. Nie eine verkehrte Idee, weil man weiß ja ungefähr, wie der Gegner so fährt. Ne? Das ist halt ein Bereich, wo sich Gegner DDs oder Gegner-Cruiser auch aufhalten können. Schlieffen ist jetzt offen gewesen für einen kurzen Moment oder immer noch offen. Werden schon die ersten Shots ausgetauscht. Moskwa Radar kommt. Da hat man die Schlieffen gespottet. Die Moskwa, die Napoli ist mit drin. Also man hat jetzt ein bisschen Intel bekommen. Die Delny scheint es auch noch reingeschafft zu haben. Also dieses Moskwa-Radar, glaube ich, war relativ stark. Man wird wahrscheinlich auch versuchen, mit der Daring die Moskwa zu smoken, hier im Zweifelsfall. Die Moskwa wird es gar nicht so leicht haben, hier ranzukommen. Man hat auch so ein bisschen sein Positioning so gewählt, dass die Moskwa hier unter Druck gerät, wenn sie an die Insel fährt. Also Mojai hat das so ein bisschen predicted und wird der Moskwa hier ein bisschen HP runterziehen. Mit Sicherheit auch die Torps gehen in die Richtung. Also sie sorgen schon dafür, dass die Moskwa nicht schön die Insel anfahren kann. Hydro hatte er auch aus, also hätte die Torps nicht gesehen. Das hätte durchaus scheppern können. Jetzt kommt hier der Smoke. Das wird ein bisschen die Gdansk auch erwischen, die jetzt gleich ihre Shots nimmt. Gutes Positioning übrigens hier von der Gdansk, ziemlich clever hier an der Insel zu stehen. Da kann man zugehen im Zweifelsfall. Daring schießt jetzt auch mit drauf auf die Haragumo. Wir werfen nochmal einen Blick rüber, da passiert eigentlich erstmal gar nichts. Hier ist die Action. Mino Radar kommt. Oh, Snails. Sind die Snails gut? Sind die Snails gut? Treffen leider nicht. Aber waren gar nicht so schlecht. Die Delny geht für einen Torp Rush, so wie es aussieht, auf die Moskwa. Die Moskwa sieht ihn nicht kommen. Er hat sein Hydro nicht laufen. Warum zum Teufel hat er sein Hydro nicht laufen? Das trifft ihn komplett unvorbereitet. Die Delny wird es jetzt machen. Die Schlieffen wird parallel mit reinpushen, würde ich behaupten. Alles andere wäre nicht sinnvoll, aber man kriegt hier den
Kill auf die Moskwa, wichtiger Kill, aber man wird hier höchstwahrscheinlich einen DD verlieren, außer man hat zufälligerweise einen Smoke mit dabei, aber der wird einem hier auch nichts bringen. Eigentlich hätte man hier versuchen müssen, die Schliefen parallel mit reinzuschieben, um den Gegner hier massivst unter Druck zu nehmen. Wir sehen auch, die Gdansk ist rausgegangen bei Mojai parallel. Also hier hat man tatsächlich eine Chance liegen gelassen, vielleicht seine Delny zu retten. Und hier noch einen Trade zu kriegen. Dann wäre die Delny hier for free gewesen. Hätte vielleicht hier auch mit reinschieben können ins B-Cap. Ja, aber man hat jetzt 2 Kills gemacht bei HSR. Und jetzt kommen die Torpedos. Wer kriegt den besseren Trade? Oh mein Gott. Da holt sich HSR den Kill. Da hat man mit den Torpedos gespart. Auf der anderen Seite Torpedo-Kill auf der Napoli. Also, wir müssen uns das Ganze von oben jetzt nochmal ein bisschen angucken, weil das wird hier noch eine relativ interessante Runde. HSR hat sich hier C gut freigespielt. Die Moskwa ist auch tot. Der wird tot gefarmt. Auf der anderen Seite hat Mojai sich hier das Ganze gut freigespielt. Die Ohio kann jetzt die Schliefen unter Druck setzen. Haben hier noch eine Moskwa, hier noch eine Kremlin. Die Kremlin hat auch gut gelitten. Was ist da nur passiert? Uff. Da kriegt die Schliefen nochmal einen mit. Schiffstechnisch sind wir jetzt ziemlich ausgeglichen. Also man muss hier sagen, die tun hier gerade schon am Anfang des Games ordentlich ein Feuerwerk abfackeln hier. Also hier ist richtig was geboten. Ja, die Moskwa hier, die leidet Schmerzen über Schmerzen. Der wird so krass gefarmt. Er darf nicht zu weit reversen, sonst kriegt er die Crossshots von der anderen Moskwa. Die muss aber auf die Ohio auch so ein bisschen aufpassen. Aber Mojai baut auch jetzt Gegendruck auf. Ne? Die wissen hier, die Seite ist komplett verloren. Wir müssen die Kremlin hier killen. Und darauf gehen sie hier auch. Volle Kanne. Oh, die Ohio kriegt hier richtig eine Salve in die Seite. Gleich mal halbiert. Aber die Moskwa ist tatsächlich tot. Die kann da nichts mehr machen. Die Daring kann nur noch rennen. So, jetzt ist es die Frage, wer spielt das hier besser aus in der Mitte? Ne? Weil da werden sich die 2 Teams treffen. Und da wird es dann tatsächlich spannend. Schiffstechnisch sind wir ausgeglichen. Punkte-Lead trotzdem für Mojai aktuell. Das Einzige, was sie hier noch ein bisschen nervt, ist diese Moskwa. Aber ich vermute mal, sie werden sie gleich sandwichen mit der Napoli, der Ohio. Vielleicht versucht die Gdansk auch einen Torp-Rush, aber ich vermute erstmal nicht. Die HP auf dem DD wird noch wichtig sein im Late-Game. Radartechnisch sieht es aktuell auch für HSR ganz gut aus. Ja, sie haben dann einen kleinen Vorteil, was das angeht. Aber ich denke, die Napoli wird hier Druck machen müssen. Jetzt hier oben reinzufahren wäre ein Fehler. Man muss gucken, dass man diese Moskwa killt. Weil der ist das Schiff, was eigentlich in der Breitseite sitzt von hier allen möglichen Zielen. Der muss einfach rausgehen. Die Moskwa weiß auch, dass er ein potenzielles Ziel ist. Clever hier gesehen von der Moskwa. Er weiß, wenn er hier steht, wird er gesandwiched und begibt sich jetzt auf den Weg raus. Sucht sich aber hier ein 1:1 gegen Napoli. Mal gucken, wie das wird. Er muss jetzt aufpassen. Das Problem ist, er muss um die Insel rum und muss da aufdrehen. Das heißt, er wird da tatsächlich Probleme kriegen mit AP mittelfristig, weil er wird noch weiter aufdrehen müssen höchstwahrscheinlich. Oder kommt er da gut rum? Na, es sieht aktuell ganz gut aus. Er kann jetzt sich wieder winkeln. Aber die Napoli kriegt ein paar gute, schöne erste Salven rein. Die Gdansk muss sich jetzt auf den Weg machen ins B-Cap. Sie brauchen jetzt den Vorsprung. Sie werden den Kill höchstwahrscheinlich bekommen auf die Moskwa. Wobei die Napoli auch nicht zu greedy sein darf. Weil hier fährt noch eine Haragumo rüber, die ihn dann zusätzlich mit abfarmen kann. Also, wie gesagt, B-Cap wird das entscheidende Cap jetzt sein. Wer kriegt hier die besseren Kills? Moskwa schiebt sich jetzt, müsste sich eigentlich nach oben reinschieben. Napoli ist jetzt zu. Moskwa ist noch spotted, weil er geschossen hat. Da kommt jetzt das Radar. Meiner Meinung nach ein bisschen zu früh wahrscheinlich. Aber jetzt kommt die AP-Salve. Was macht er auf die Napoli? Nicht so viel tatsächlich. Ich verstehe nicht, warum die Moskwa nicht versucht hat, hochzudrehen. Um sich da schon in Position hier zu bringen, um beim B-Cap mitzuhelfen. Der Smoke kommt jetzt für die Moskwa. Ich denke, der war weggeworfen, der Smoke, weil die Moskwa wäre sowieso safe gewesen, mittelfristig. Aber
sicher ist sicher, ne? Verstehe ich auch, dass man hier auf Nummer sicher geht. Was ich glaube, was keine so gute Idee ist, die Minotaur und die Harugumo zu trennen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee gewesen ist. Die Ohio sollte sich jetzt hier noch ein bisschen in Sicherheit bringen, um nicht zu viel Damage zu bekommen, weil er wird noch wichtig sein. Gerade noch ein BB in der Hinterhand zu haben, kann im Verlauf des Spiels sehr, sehr stark sein. Die Torps sehen auch gut aus. Das Team von Moja weiß, die Jungs von HSR müssen in dieses B-Cap rein. Die brauchen das Cap, um einfach weiterhin im Spiel zu bleiben. Tatsächlich. Daring schiebt jetzt hier rein. Ich weiß jetzt nicht, ob man hier bewusst die Flanke... Okay, hier wird getauscht, passt. Weil die Flanke hier offen zu lassen könnte auch problematisch werden. Ohio ist jetzt wieder gespottet. Gdansk war auch gespottet. Er ist von der Mino jetzt gespottet. Ich denke, dass die DM hier, die Salem hier einen richtig massiven Move hinlegen kann. Wenn der da gut in die Flanke fährt. Das kann Impact generieren. Harugumo fährt jetzt rein. Der wird wahrscheinlich versuchen, das Cap zu blocken. Aber die Daring ist in Position. Die Salem piekt jetzt hier rum und wird sich dem 1 gegen 1 gegen die Minotaur stellen. Und das wird, glaube ich, ein Kampf, den wir auf jeden Fall beobachten müssen, weil wer hier gewinnt, gewinnt die Flanke und dann heißt es, wird Druck gemacht auf der anderen Seite. Da kommt jetzt das Moskwa-Radar, das wird komplett reingeschoben. Der Heal läuft jetzt bei der Salem. Bei der Minotaur läuft der Heal jetzt auch, aber die Minotaur kriegt hier gute Salben von der Salem. Aktuell sieht es ziemlich gleich aus. Die Salem darf nur nicht den Fehler machen, zu weit aufzudrehen, sonst wird es unangenehm. Aber man sieht schon, die Salem macht hier den besseren Damage auf die Minotaur. Und das, glaube ich, taugt der Minotaur gerade nicht so. Torps sind hier in der Mitte raus. Wir müssen uns das parallel nochmal angucken. Wir wechseln mal die Perspektive. Harugumo kriegt den Torp, die ist relativ low. Kriegt die gedodged? Ja, den kriegt er gedodged. Minus oben raus. Salem stirbt auch. Also Trade hier in dem Fall. Die Harugumo steht es tatsächlich. Napoli schiebt rein. Moskwa wird jetzt gefokust von komplett Moja hier. Die Ohio kann hier noch ordentlich Druck machen. Die Haru war jetzt auch nochmal gespottet, hat nochmal Damage gemacht. Die Moskwa versucht jetzt in die Flanke reinzufahren, aber ich glaube, das wird zu lange dauern. Deswegen hätte ich ja gesagt, hier Moskwa, wenn sie hier hochgezogen wäre, wäre sie früher ein Faktor gewesen. Da kriegt die Napoli richtig eine gewischt von der Ohio, der hier auch gut im Kite steht. Der ist jetzt safe, der kann nicht rausgetoppt werden. Also es sieht sehr gut aus für Moja hier. Game 1 ist, glaube ich, eingetütet. Torps kommen trotzdem noch raus, weil sich die Ohio gebeacht hat. Uiuiuiui. Torps connecten, Ohio geht raus. Zwei Moskwas gegen Napoli, Daring und Gdansk. Sie haben jetzt das B-Cap tatsächlich nicht bekommen, aber ich glaube, diese Moskwa wird von der Napoli gekillt. Aber die Napoli hat diese Moskwa nicht auf dem Schirm. Jetzt ist die Frage, wird die Napoli rechtzeitig gekillt, bevor die Moskwa gekillt wird? Er steht komplett breit zur anderen Moskwa, kriegt hier seine Shots, Radar läuft. Die andere Moskwa ist immer noch offen. Ja, der connectet halt nichts. Er kriegt halt keine guten Pens auf eine Breitseite Napoli, die sich jetzt beacht. Er shattert alles, oder? War das Short? Oh mein Gott. Das ist ja verdammt ärgerlich. Ja, er zieht jetzt sein Radar. Versucht hier nochmal Damage. Brutal, ne? Die Napoli geht nichts rein. Der wird hier schimpfen und sich ärgern, dass er hier die Napoli nicht gekillt bekommt. Breitseite in 6 Salben gefühlt. Ja, da noch auf die Aufbauten. Aber ich glaube, das reicht nicht. Ne? Die Moskwa ist jetzt so im Bedrängnis. Brennt auch schon wieder. Ja, wobei sie hat noch einen Heal. Den wird sie gleich ziehen, vermute ich. Und, aber die DDs werden ihm halt auf der Nase rumtanzen. Er müsste eigentlich jetzt abkappen und direkt ins B-Cap reinfahren. Aber er hat halt auch kein Radar ready. Das heißt, die DDs können einfach wegfahren und ihn da in Ruhe
nerven. Ich meine, der DPS von den beiden Schiffen in Kombination, es sind 9k. Das kannst du auch noch runterschießen. Vor allem, wenn du weißt, seine Damage-Con ist gelaufen. Da kommen jetzt die Torps, aber man geht auf Nummer sicher. Ich meine, es ist ein Tournament. Hier jetzt das Game wegzuwerfen, weil man greedy ist, wäre auch relativ wild. Ich glaube, die Daring wird hier versuchen, einen Torp Rush zu machen, der aber nicht funktionieren wird, weil die Moskwa ihr Hydro anhat. Ich vermute mal, die Torps kriegt er gedodged. Oh, er kriegt genau einen auf die Spitze und das mit Hydro. Aber jetzt kommen die Single-Torps, er wird wahrscheinlich bremsen müssen. Wird weiterhin gut gefarmt hier. Die Torps sieht er, das heißt, er bremst. Daring ist jetzt auch spotted. Wird die Guns auf die Daring gedreht haben, höchstwahrscheinlich. Das ist wieder eine Möglichkeit. Ne, er hat die Guns noch auf die Gdansk. Die kann er jetzt beschießen. Radar ist ready. Die Daring wird jetzt rausreversen und ihm snailen, höchstwahrscheinlich. Da sind schon die Snails. Nicht zu viel riskieren hier. Also, die kriegt er auch höchstwahrscheinlich gedodged, ja. Ich vermute dann, dass die Daring jetzt auch einfach rumfahren kann. Muss jetzt den Druck aufbauen. Er hat auch gleich Hydro, das heißt, er kann für die Gdansk forever spotten. Und ich glaube nicht, dass die Moskwa hier noch einen Fuß in die Tür bekommt. Schauen wir mal, wo hat er die Türme gedreht? Er hat die Türme auf die Gdansk gedreht. Ja, jetzt kommt die Snails, jetzt ist es vorbei. Und damit holt sich Mojai in einem sehr interessanten, sehr auch aggressiv gespielten Game Nummer 1 den Sieg. Herzlichen Glückwunsch. Auf jeden Fall, so kann es weitergehen. Solche actiongeladenen Games wollen wir sehen von beiden Teams und hat Spaß gemacht zuzuschauen.